Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind immer noch in Norwegen am Atlantikwall unterwegs und sind heute bei dem Fort oder Festung Hambara, das auch wie das Hygnes-Fort und das Breiding-Fort war das, glaube ich, um 1890 hier errichtet wurde. Und das ist wieder sehr interessant, weil das ja von den Norwegern auch gebaut wurde. Und später im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen halt eingenommen wurde und weiter ausgebaut wurde. Weil das Interessante ist hier, bei der Festung sind ursprünglich halt zwei 15 cm Kanonen gewesen, die die Besatzung dann, bevor die Deutschen gekommen sind, unbrauchbar gemacht haben. Und die Deutschen haben später hier nämlich noch eine Torpedobatterie errichtet. Und das ist halt ganz interessant, weil diese Torpedobatterien, die sieht man gar nicht mehr so oft. Da gibt es gar nicht so viele. Was hier jetzt halt alles noch in dieser Torpedobatterie vorhanden ist, das schauen wir uns jetzt an. Was jetzt zuerst auf jeden Fall auffällt, ist hier die Schienen, die hier verlegt sind. Die gehen hier einmal um die Anlage rum. Wir sind von dieser Seite gekommen. Hier geht die Straße her. Wir haben hier schon einen Bunker. Und hier hat man höchstwahrscheinlich die Torpedos über dieses Schienennetzwerk hier in die Anlage gebracht. Weil über dieser Torpedobatterie ist nämlich die eigentliche Festung, wo hier die 15 cm Kanonen gestanden haben. Und das sind Durchmesser, glaube ich, 53 cm Torpedos, 1,5 Tonnen schwer und 7 Meter lang. Das waren halt diese Standard-Torpedos, die man halt damals verwendet hat. Und wir umkreisen jetzt einfach mal hier eben die Anlage. Da ist Melanie, hat hier schon geguckt. Ja, wir haben jetzt hier kleine Räume, die sind aber auch schon ein bisschen stark vermüllt. Und ich glaube, hier kommen wir jetzt zu der eigentlichen Torpedoanlage. Also das hier oben ist die eigentliche Festung. Da standen früher mal zwei 15 cm Kanonen, die jetzt nicht mehr stehen, weil das wurde später hier im Zweiten Weltkrieg hinzugefügt. So, also das ist wirklich sehr auffällig hier mit dem Schienen, die hier genau zu der Anlage führen. Ja, und hier ist jetzt die eigentliche Torpedobatterie. Ist auf jeden Fall noch einiges an Beton da. So, sollen wir mal hier unten schauen. Scheint auf jeden Fall eine kleinere gewesen zu sein. Ja, es kann sein, nämlich weil hier unten sind zwei Lücken. Weil ihr kanntet es ja schon von einer ähnlichen Anlage, die wir in Nordlandet, war das, glaube ich, besucht haben. Die war sehr groß im Verhältnis zu der. Aber wir gucken mal, ob wir hier jetzt irgendwie vielleicht reinkommen. Ja, wir haben das jetzt mal versucht, hier eben nachzuvollziehen von der Torpedobatterie, die wir damals auch besucht haben. Wir haben hier nämlich wieder diesen Kreis. Man sieht hier noch so einen Metallrahmen hier, der hierher geht. Und hier in der Mitte, wo jetzt hier so eine provisorische Feuerstelle ist, hier wird die Arretierung gestanden haben mit diesen Torpedorohren. Und das sind, glaube ich, 3 oder 4 Stück, a 53 cm gewesen. Und dann gab es hier nämlich noch den Überbau bis hierhin. So ergibt das jetzt Sinn. Das ist halt leider hier alles schon weggemacht worden. Deshalb sehen wir jetzt an der Stelle nicht mehr so viel. Und deshalb macht das auch Sinn, mit dem Schienennetzwerk jetzt hier rein
Und dann wurden hier irgendwo die Torpedos gelagert. Das kann man jetzt noch schwer nachvollziehen. Es wird höchstwahrscheinlich auch noch ein Stockwerk oben drüber gewesen sein, weil hier auch noch dieser Leitstand fehlt, was wir auch gesehen haben. Da gibt es halt im Prinzip noch mal so einen Turm. Vielleicht können wir da auch noch mal ein Bild einblenden, wenn wir was dazu finden. Und da wurde ja die ganze Ausrichtung dann von den Torpedorohren hier festgelegt. Ja. So, hier haben wir jetzt noch einen weiteren Bunker. Der wird höchstwahrscheinlich für eine Unterkunft oder sowas gewesen sein. Wir können mal hier eben kurz reingehen. Riecht's komisch, ne? Guck mal, das sieht aus wie so ein Kamin. Ja, hier oben ist noch die Verkleidung auch dran, die Holzverkleidung. Hier hat man das nachträglich zugemacht. Vielleicht gab es hier eine Nahverteidigung oder irgendwas. Hier unten sieht man auch noch die Rohre, die rausgebrochen wurden für Abwasser. Und hier ist noch ein zweiter Raum. Ähnliches Bild hier. Das wurde auch zugemacht. Ja. Ich vermute mal ganz stark, dass das einfach eine Unterkunft gewesen ist, weil dieser Kamin hier vorne macht schon Sinn. Wobei ich mir denke, dass das auch nachträglich dran gemacht wurde, oder? Sieht ein bisschen irgendwie so relativ neu aus. Ja. Kann sein, dass man das mal ein bisschen wiederhergestellt hat. So, wir haben jetzt noch ein Gebäude, was hier oben direkt steht. Und hier auch noch eine Bettung für höchstwahrscheinlich eine Flugabwehrkanone, um diese Anlagen halt entsprechend zu schützen. Und dann haben wir hier noch ein Gebäude. Auch noch mal ein Bunker. Also man sieht ganz gut, der ist betoniert und dann hat man an der Seite jeweils diese Steine hier von der Küste genommen und dann noch mal verkleidet. Es kann auch sein, dass die hier einen Scheinwerfer zum Beispiel untergebracht haben in dieser Aussparung. Weil das macht sonst irgendwie gar keinen Sinn hier. Gibt es hier noch einen Zugang? Nö. Das ist nur dieser Bunker hier unten. Ja. Ja, wir können noch mal eben kurz hier hochgehen. Ob wir jetzt hier oben auf dem höchsten Punkt über der Torpedobatterie noch irgendwas sehen. Ja, von der ist leider so gesehen dann nicht mehr viel übrig geblieben. Sieht mir schon fast aus wie auch für eine Geschützstellung, ja, tatsächlich hier oben. Hier ist sogar noch ein bisschen Metall. Das ist hundertprozentig aus der Zeit hier. Und hier wird noch eine Kanone gestanden haben. Aber auch sicherlich nur eine Flak, außer eine 2 cm Kanone. So, ansonsten hier ist der Fels noch, aber das ist alles natürlich. Also die eigentliche Festung, die liegt noch hier oben. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier überhaupt mal jetzt so easy noch hinkommen. Das ist ja in Norwegen nicht gerade einfach, gerade sowas.
gucken jetzt erst noch mal unten, wo Melanie ist. Da sind auch noch ein paar Relikte. Aber hier sieht man auch, hier war irgendwas arretiert. Vielleicht hatte man das Ganze halt noch mit Tarnnetzen entsprechend abgetarnt. Schaut mal Leute, hier habe ich noch ein Relikt gefunden, was Größeres. Hier oben. Es kann natürlich sein, dass hier unten auch überall noch Relikte liegen, ne? Das könnte vielleicht ein Teil von der Belüftung oder Ofenrohr sein. Ja, hier haben wir auch noch Betonfundamente. Aber was das jetzt hier im Einzelnen war, auch schwer zu sagen. Wir haben hier unten einen Abschnitt und auf den wir jetzt hier, wo wir gerade hochgekraxelt sind. Tja, da müssen wir mal gucken, ob wir jetzt irgendwie noch einen Weg nach oben finden. So, wir sind jetzt mal hier von der anderen Seite hoch, wo es einen kleinen Zuweg gab und haben jetzt hier tatsächlich auch Beton gefunden, Betonreste. Das ist ein Bunker gewesen. Oh, schaut mal Leute, hier sind noch richtig viele Relikte drin. Richtig viel. Man hat es ja auch schon mal alles irgendwie zusammengetragen, was man hier gefunden hat. Ey, hier sind ganz viele Relikte, Schatz. Ich glaube, da steht auch irgendwas drauf. Das ist natürlich jetzt wieder spannend. Drammens Jensdope ist auf jeden Fall norwegisch. Vielleicht war das mal hier ein Ofen. Hier ist schon irgendwie viel so zusammengelegt. Vielleicht hat man das hier schon mal zusammengetragen. Weil das gehört hier definitiv zu der Festung. Und auch hier drin. Hier liegt so viel Zeug drin. Das war mal irgendwie abgedeckt. Boah. Das ist auf jeden Fall alles älter. So, und hier gibt es auch eine richtige Treppe jetzt nach oben. Und höchstwahrscheinlich ist da noch ein Bunker. Hier könnt ihr das erkennen. Hier gehen die Treppen nach oben. Boah. Ja, das ist wieder sehr spannend. Und ich sehe gerade, ich gucke hier nur auf den Boden und sehe hier überall Metall. Also wenn man hier mit einem Metalldetektor hergehen würde, dann schlägt der pausenlos an. Es ist so ein bisschen terrassenartig jetzt hier auch angelegt. Wow, ist auch mal was anderes wieder. Gut, dass wir echt hier auf der Seite nochmal hochgegangen sind. Also man sieht hier ganz gut, dass das hier eine alte Militärstraße war, die hier hochführt zu der Festung. Es gibt jetzt hier schon die ersten Gebäude und hier muss auch irgendwas gewesen sein. Vermutlich auch ein Gebäude. Ja, durch den ganzen Regen jetzt bilden sich überall Wasserfälle. Hier, das ist Wahnsinn.
Ja, das muss ein Gebäude gewesen sein. Das sind nur noch die Fundamente. Und dann oben geht es weiter. Wir müssen hoch. Okay, jetzt sind wir hier an den ersten komplett erhaltenen Gebäude angelangt. Wir können sehen, das ist hier drin wieder komplett betoniert. Also gilt hier eigentlich als Bunker. Ja, man hat es zwischenzeitlich hier mal wieder verkleidet. Hier ist sogar noch ein Ofen drin. Ja, das hat man noch mal wieder irgendwie nachgenutzt. Und ihr könnt das hier auch erkennen, wie diese Fenster hier gebaut sind. Das sind eigentlich dann Schießscharten. Man hat das vielleicht versucht auch noch mal zu rekonstruieren. Aber der Boden ist komplett weggeschimmelt. Hat da nur ein Fenster eingesetzt. Ja, das sind die komplette Verschalung, die man dann nachträglich noch mal erneuert hat. Ja, hier oben sind noch irgendwelche komischen Farbkleckse. Vielleicht hat man wirklich versucht, das noch mal zu rekonstruieren, aber mangels Geld oder Besucher wieder aufgegeben. Ja, hier die alten Öfen, das sind ja wahrscheinlich sogar noch Originalöfen. Draußen liegt auch immer wieder noch so verschiedenste Metallteile. Ich weiß nicht, was das ist, ob das hier irgendwas von einem Sicherungskasten mal war. Jetzt kommen wir hier. Also das hier unten, dieser ganze Wulst jetzt, wo wir hier drüber stehen, das ist alles Stacheldraht. Dann geht da weiter. Das muss alles entsprechend gesichert gewesen sein. Ja, die Militärstraße, ihr könnt es jetzt erkennen, ist eigentlich nur noch ein Pfad. Mal gucken, was jetzt hier noch kommt, weil irgendwo müssen ja die Bettungen auch sein von den Kanonen damals. Ah, Melanie hat was entdeckt. Mach mal so ein Häuschen. Aber auch wieder betoniert, ne? Ja. Oh, nur ein einfaches Häuschen. Wachhäuschen vielleicht. Ja, hier ist nichts weiter drin. Hier steht auch noch was von 1944. Mit so roter Schrift. Das könnte original sein. Es ist einfach nur, ja, wie so mit Pinsel. 1944 steht hier einfach. Und dann Schrift unleserlich. Hier steht auch 1944. Okay. Aber es sind schon auf jeden Fall ein paar Indize. Ich glaube nicht, dass das jetzt einer irgendwann mal nachträglich rangemalt hat. Ui, Melanie geht hier noch weiter hoch. Hier unten ist aber auch noch was. Ja, hier wird auch ein Gebäude gestanden haben. Man kann es hier unten noch so erkennen. Tja, auf jeden Fall interessant, nochmal Originalfotos zu finden. Das ist aber manchmal nicht so einfach. Ah, hier ist die erste Bettung hier unten. Ja, das werden vermutlich auch wieder diese Armstrong-Kanonen gewesen sein, die die Norweger hier platziert haben. Also die Bettung ist schon richtig zugewachsen. Hier habt ihr wieder die
die Bereiche, wo die Granaten, Kartuschen und so weiter gelagert wurden. Und dann hier oben die eigentliche Kanone dann. Ja, und dann mit Richtung zur See logischerweise. Oh, da oben muss ein Leitstand sein. Wo Melanie gerade rauskommt. Hier ist die erste Bettung wieder. Ja, ich hoffe, wir haben Glück und kommen jetzt in den Leitstand rein, weil das ist auch hier wieder sehr lost. Außer hier kümmert sich keiner drum. Guck mal, hier ist auch noch so ein alter Tornister-Eimer. Und Melanie kämpft sich jetzt hier zum Leitstand hoch. Einen direkten Weg gibt es irgendwie hier nicht mehr. Oh. Ui, was ist das denn hier? Können wir das erkennen? Es ist einfach nur eine schwere Metallscheibe. Sehr alt. Also hier ist überall Zeug. Und wie sieht's aus? So, wir haben den Leitstand erreicht. Der ist hier ein bisschen provisorisch abgedeckt. Mal gucken, ob wir Glück haben und finden irgendeinen Zugang. Oh, Hilfe. Klappt, Schatz? So, dann sind wir drauf. Hier liegt schon mal eine Tür draußen. Da ist auf jeden Fall was offen. Ich weiß nicht, ob sie das hier mal nachträglich zugemacht haben, den Bereich. Auf jeden Fall sind die Klappen da oben auch alle offen. Und hier weiß ich auch nicht, was damit ist. Ob das nicht fertiggestellt wurde oder ob hier noch was drauf kam. Unter uns ist auch noch mal irgendwie ein Abschnitt. Ich habe hier vorne auch eine Tür gesehen, glaube ich. Im Augenwinkel. Kann das sein? Ja, tatsächlich. Hier unten ist auch noch eine Tür. Okay. Dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. So, Taschenlampe ist an. Ui. Nein, tatsächlich kommen wir hier nur in den Vorraum. Das gehört noch nicht zum Leitstand. Wir kommen hier nicht zum Leitstand. Es ist nur ein Vorraum. Also wir haben jetzt noch eine Tür hier unten, aber ich gucke mal eben hier oben rein, weil der Raum führt ja jetzt nicht zum Leitstand.
Auf jeden Fall führt unten ein Gang hoch. Der ist komplett offen. Rein theoretisch könnte man von hier oben auch reinkriechen. Aber es ist jetzt schwierig, hier weiter hochzukommen. Ich würde sagen, wir gehen unten einmal rein. Oder soll ich es mal versuchen? Hab halt nichts zum Festhalten hier. So, jetzt sind wir auf dem Leitstand. Hier so, ich weiß nicht, sieht aus wie so ein Tisch oder sowas. Nee, das ist so eine Kuppel für so eine Plattform für ein Entfernungsmesser. Willst du mir die Kamera geben, oder? Schaffst du es? Ja, super. So, Leute, jetzt kriechen wir mal hier irgendwie rein. Oh, hässliche Aufnahmen von mir. Müsst ihr jetzt mit leben. Oh, ich roll mich jetzt irgendwie hier rein. Oh. Junge, Junge, Junge. So. So, ich bin drin, Schatz. Das könnte man wieder anders auslegen, den Spruch. Ja. Hier wäre ein Entfernungsmesser gestanden, 100%ig. Den hättet ihr jetzt praktisch hier in alle Richtungen bedienen können. Und hier oben am Beton, hier wären entsprechende Schiffs- und Flugzeugmarkierungen gewesen. Aber ich glaube mal, diesen Bereich, den haben die irgendwie nachträglich zugemacht. Das sieht so merkwürdig aus. Okay, wir kommen jetzt hier unten rein. Ich wette mit euch, wir kommen unten aus der einen Tür raus. Wow. Wir haben hier eine relativ einfache Metalltür. Hier ist ein Heizkörper. Aber das ist alles so nachträglich, dieses Holz hier so nachträglich aufgebaut, auch hier das. Aber das ist der Aufenthaltsraum früher gewesen. Aber das sind auch so komische Klappen hier oben. Könnte man vielleicht auch rausschauen. Ich glaube, hier ist auch irgendwie ein Name drauf. Ich kann es nur nicht erkennen. 190 oder 130 lese ich da am Schluss noch. Ha, ich habe Melanie gehört. Krass. Ich gehe jetzt hier eine Treppe runter. Hier ist ja, wie so eine Falltür. Oh, ich muss rückwärts gehen. Ey, das sind ja extrem kleine Treppen hier.
hier sind wir in die Kojen gewesen. Also man wird das versucht haben. Ah, hier ist die Tür. Man wird es versucht haben nachzunutzen. Ich hole mal Melanie, damit die sich das auch angucken kann. Melanie? Melanie? Hier unten. Du kannst hier unten reinkommen, wie ich es mir schon gedacht habe. Hä? Ja? Hier auch? Okay. Vielleicht kommst du da ja auch rein. Ansonsten musst du hier rüberkommen. Außer sind doch wieder mehrere Türen irgendwo. Ja, aus Melanie hat scheinbar auch einen Weg gefunden. Dann gehen wir hier wieder rein. Dann hast du auch noch einen Zugangsweg gefunden. Kommst du denn her? Ah, da hast du auch noch einen Weg gefunden. Ich schätze mal, die haben das versucht hier zu rekonstruieren und zu nutzen. Weil hier so viel versucht wurde auszubauen, aber das muss auch schon wieder länger her sein. Weil das ist ja alles nicht so alt im Verhältnis. Also hat nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, diese Verschalung hier. Also kann ich auch mal Holz reinmachen, das ist doch logisch, dass das wegschneidet. Ja, aber das waren ja Heizkörper und so hier drin. Die sind ja jetzt halt alle nicht mehr in Funktion, ne? Und dann wäre das schon gegangen. Das war ja früher auch gegangen, aber es ist ja alles... Diese Heizkörper hier, die sind ja im Prinzip auch moderner, aber die sind auch so, schon so weggerostet. Aber der ist jetzt noch mal ganz schön verwinkelt, der Leitstand, ne? Boah. Oh, hier ist der Bereich, wo die Filtersysteme waren. Hey, das ist ja auch noch relativ gut erhalten. Es fehlen halt nur die Filtertöpfe. Schaut mal, Leute. Es ist eigentlich noch... Hier ist auch ein riesiger Ofen um die Anlage hier, also Heißwasser wahrscheinlich. Beziehungsweise für die Heizkörper. Da oben ist irgendwie auch noch so ein Gang. Das sieht aus wie für Nahverteidigung da oben. Krass. Und hier ist wahrscheinlich Melanie vorhin reingekommen. Der ist so verwinkelt. Ja, tatsächlich. Da ist nämlich die Nahverteidigung. Hier wird ein Maschinengewehr dahinter gestanden haben. Wenn man da durch diese Tür gekommen wäre. Hier unten sind überall die Heizkörper. Und hier ist Melanie reingekommen. Ach so, hier oben waren wir noch nicht. Das ist der untere Leitstand, also der darunter kam. Ja, und hier wird dann ein kleinerer Entfernungsmesser dann wieder gestanden haben. Aber ihr könnt euch jetzt hier mal vorstellen mit dieser Verkleidung, da hat man jetzt mal einen guten Kontrast zu diesem Beton, den man in den meisten Anlagen nur sieht. So ähnlich wird es dann halt auch ausgesehen haben, ne? Die waren innen schon relativ wohnlich, die Bunker zum Teil. Oberhalb des Leitstands haben wir jetzt noch eine Bettung für eine Flak gefunden. Da ist das Dach. Ich gehe noch mal eben hier kurz hier oben gucken, ob da noch was ist.
Hier oben ist dann die zweite große Kanone gestanden. Hier. Jetzt haben wir die zweite Bettung gefunden für die Armstrong-Kanone. Super. Alles gefunden. Check. Da abgeflext. Und das Ding hat dann in diese Richtung gezielt. Es kann sein, dass da noch weiter oben noch ein paar Flugabwehrkanonen gestanden sind. Jo. Wir werden jetzt gleich noch mal die Drohne starten. Dann sehen wir das auch noch mal ganz gut von oben. So Freunde, das ist der Fluch hier auf unserer Reise. Mit der Drohne ist nichts geworden. Es hat auf einmal angefangen zu hageln und es regnet immer wieder punktuell. Sobald man die Drohne wirklich in die Hand nimmt, es ist ein Fluch. Dann, ja, jetzt seht ihr, jetzt klart es wieder auf. Hier hinten kommt aber schon wieder was Neues. Das ist dann punktuell so stark. Das wäre auch schlecht, wenn die Drohne dann in der Luft ist und dadurch irgendeinen Schaden erleidet. Wir können es dann leider nicht starten. So leid es uns tut, wir hätten jetzt gerne noch ein paar Aufnahmen gemacht, aber es ist dann halt nicht möglich. Naja, auf jeden Fall, jetzt fängt es nämlich auch wieder an mit dem Wasser auf der Linse. Auf jeden Fall war das hier wieder eine richtig interessante Sache. Alles wieder total lost. Man hat mal versucht, das wahrscheinlich zu rekonstruieren innen für touristische Zwecke vielleicht oder ja, ein Museum, keine Ahnung, irgendwas vielleicht auch in der Richtung zu machen, aber ist anscheinend nicht gelungen. Wir haben auf jeden Fall, sind wir in alle Bereiche gekommen, die es damals da gab und das war wieder sehr interessant. Ja, schreibt uns auf jeden Fall hier was in die Kommentare, wie ihr diese Anlage fandet, was ihr vielleicht dazu erzählen könnt, beziehungsweise ob ihr schon mal selbst hier gewesen seid. Und ja, Abo und Like ist gern gesehen. Schaltet auf jeden Fall das nächste Video an, was hier angezeigt wird. Wir haben, wie gesagt, viele Sachen in der Richtung Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, Kalter Krieg. Da ist vielleicht für den einen oder anderen noch eine interessante Sache dabei. Also, ich schnack nicht lange. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.